Und jetzt zu Deutschlands größtem Schatz, dem Wald. Ein Schatz auch deshalb, weil er einer der größten Klimaschützer ist, den das Land zu bieten hat. Weil er klimaschädliches CO2 in Sauerstoff verwandelt. Dass ausgerechnet dieser Wald jetzt zu einer großen Bedrohung für den Klimaschutz werden könnte, ist erstmal schwer zu begreifen. Genauso ist es aber, jedenfalls dann, wenn immer mehr Holz aus diesen Wäldern in Verbrennungshöfen landet. Alles kein Problem, sagt die Europäische Union. Holz sei schließlich klimaneutral. Und deshalb gibt es Milliardensubventionen für kleine Holzöfen und große Holzkraftwerke. Das alles könnte katastrophale Folgen haben für den Klimaschutz. Recherchen einer internationalen Journalistenkooperation, an der auch WDR, NDR und SZ beteiligt sind. Und natürlich auch wir mit Achim Pollmeyer, Petra Blum und Andreas Braun. Im Kampf gegen die Klimakrise haben die Menschen einen wichtigen Verbündeten: den Wald. Er entzieht der Luft klimaschädliches CO2 und speichert es in seinen Stämmen und im Boden. Und das Potenzial ist lange nicht ausgeschöpft. Doch der Wald leidet selbst unter dem Klimawandel und der Klimapolitik. Fast 100 Jahre Wachstum. Nach 5 Minuten Arbeit liegen sie auf dem Thüringer Waldboden. Unterwegs mit Dirk Fritzler, Leiter des Forstamts Hainich-Werratal in Thüringen. Der Klimawandel ist längst auch hier in den Buchenwäldern angekommen. Wir sehen Trockenschäden oben in der Krone, unten noch verwertbar. Auch wegen der großen Trockenschäden wurden in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr Bäume gefällt. Diese Stämme hier gehen zu einem nahegelegenen Sägewerk, ein Teil vermutlich an Industriebetriebe, die das Holz weiter verarbeiten. Gut fürs Klima. So bleibt das CO2 im Holz und wird nicht freigesetzt. Anders als bei der Verbrennung. Also ich kann sagen, dass alles Holz, was geeignet ist, im Sägewerk zu landen, bei uns auch im Sägewerk landet. Natürlich kann man auch solches Holz zu Brennholz verarbeiten, aber es wäre keine gute Lösung. Doch längst nicht immer landet das Holz auch da, wo man es am sinnvollsten verwenden könnte, sondern zum Beispiel hier. Ein Holzheizkraftwerk der Leipziger Stadtwerke. Es erzeugt Strom und Fernwärme ausschließlich durch die Verbrennung von Holz. 30 bis 40 Lkw-Ladungen pro Tag werden in Holzkraftwerken dieser Größe zerhäckselt und verbrannt. Für Jana Ballentin von der Organisation Robin Wood ist das Schlechteste, was man mit dem Holz machen kann. Also ich würde sagen, es ist teilweise Möbelqualität. Wenn es das nicht ist, dann ist es Schnittholz zu Brettern. Wenn es das nicht ist, dann ist es immerhin noch zu Pressholz zu verarbeiten oder zu Papier. Aber diese dicken Stämme werden direkt verfeuert. Laut Unternehmen ist das trotzdem eine umweltschonende, weil CO2-neutrale Erzeugung von Energie. Holz zu verheizen sei klimaschonend, weil es ja nachwächst. Die Politik sieht das genauso und fördert den Umstieg auf Holzverbrennung in Europa mit Milliarden. In der EU zählt Holz zu den erneuerbaren Energieträgern und soll einen entscheidenden Beitrag leisten beim Erreichen der ambitionierten Klimaziele. Bis 2030 etwa sollen 40% des Energieverbrauchs in der EU aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Man denkt dabei vor allem an Windkraft oder Photovoltaik. Doch unter den Erneuerbaren liegt der Anteil von Holz bei 36%. Der Umstieg auf Holzverbrennung wird in Europa massiv gefördert, auch bei Privathaushalten. In den letzten 10 Jahren wurde in Deutschland der Einbau von 220.000 Pelletöfen und Holzkesseln aus Steuermitteln gefördert. Mit insgesamt 635 Millionen Euro. Die Mehrwertsteuer für das Holz und die Pellets ist reduziert. Der Klimaforscher Wolfgang Lucht warnt seit Jahren vor einem Ausbau. Er ist Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen. Es geht nicht darum, dass Holz grundsätzlich gar nicht energetisch genutzt werden kann. In sehr überschaubarem Umfang gibt es natürlich Modelle und Beispiele, wo das auch vertretbar zu machen ist. Aber das Problem ist, dass die Planungen gigantische Maßstäbe vorsehen. Die Hochskalierung ist das Problem, die großindustrielle Nutzung ist das Problem.
Eine industrielle Nutzung wie hier, in Cuxhaven. Eine Stadt direkt an der Küste. Es gibt Sonne, es gibt Wind. Nur eines gibt es kaum: Wald. Dennoch errichten Investoren aus Cuxhaven und aus dem Ausland ausgerechnet hier ein Holzheizkraftwerk, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Leistung liegt knapp unter 50 Megawatt. Genau so viel, dass man die kommunale Politik nicht beteiligen musste. Ratsmitglieder sind verärgert. Also was an diesem Standort Sinn macht, ist, den Wind zu nutzen, wo ich mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Ertrag habe und massig Strom produzieren kann. Und das Gleiche gilt natürlich hier auch für die Photovoltaik, die ich hier noch weiter ausbauen kann und auch ausbauen muss. Das Holz soll mit Lkw, Zügen und sogar Schiffen angeliefert werden. Jedes Jahr bis zu 100.000 Tonnen. Für Holzstrom von der Nordseeküste. Energie durch Holzverbrennung? Vertreter der Holzenergiebranche finden, das Potenzial sei bei weitem noch nicht ausgeschöpft und sehen darin einen Beitrag zum Klimaschutz. Wenn Sie das energetisch nutzen und dadurch Erdöl und Braunkohle ersetzen, haben Sie natürlich auch schlimmere Energieformen letztendlich ersetzt. Und das Entscheidende ist ja, dass und es geht um die CO2-Neutralität des Holzes. Und das CO2 wird über die Masse der Bäume in dem Moment wieder aufgenommen, wo es auch freigesetzt wird. Ein neutraler Kreislauf? Alles nachhaltig also, solange man nur nicht mehr Holz aus den Wäldern nimmt, als wieder nachwächst? Ein Irrtum, sagen Klimaforscher, denn um den Klimawandel abzumildern, müsste der Wald immer mehr wachsen, um immer mehr CO2 aus der Luft aufzunehmen. Es wird oft gesagt, wir haben ja Waldzuwachs und wir ernten nur den Zuwachs des Waldes. Aber wenn wir diesen Zuwachs an Biomasse ernten und nutzen und zurück in die Atmosphäre schicken, zum Beispiel durch Verbrennen, dann geben wir den direkt wieder zurück zu dem Klimawandel, den wir damit beschleunigen. Die Klimaziele von Paris und auch das deutsche Klimaschutzgesetz setzen voraus, dass der Wald jedes Jahr mehr CO2 aus der Atmosphäre zieht. Das Gegenteil aber ist der Fall. Statt zu steigen, ist die Kurve in den letzten Jahren drastisch gesunken. Die Gründe sind vielfältig: Stürme, Trockenheit, Nutzung, auch Verbrennung. Das Holzangebot in Deutschland wird daher mittelfristig sinken, sagt der Chef des Thünen-Instituts für Waldökosysteme, Andreas Bolte, bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Woher soll das Holz für noch mehr Verbrennung also künftig kommen? Dadurch, dass unsere Nutzungsoptionen in den Wäldern zumindest mittelfristig dann abnehmen dürften, steigt natürlich der Druck tatsächlich dann auch über Importe, das größer werdende Nachfrage zu auch befriedigen. Wir schaffen dann möglicherweise auch über sich erhöhende Preise auch dann Anreiz in anderen Regionen der Welt, dann möglicherweise auch nicht effizient oder nicht sachgemäß auch dann zu wirtschaften und zu nutzen, möglicherweise zu übernutzen. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Doch genau das geschieht schon jetzt, zum Beispiel in Estland. Durch die starke Nutzung ist der Wald hier rechnerisch sogar schon eine CO2-Quelle. Das beschleunigt sogar den Klimawandel. In Estland sitzt Europas größter Hersteller von Holzpellets, die dann in anderen EU-Staaten verbrannt werden. Längst wittern auch große Energiekonzerne ein Geschäft. Wenn sie Kohle verheizen, müssen sie dafür CO2-Zertifikate kaufen, bei Holzverbrennung aber nicht. Hier ist das schon Alltag. Mit Milliarden wird in den Niederlanden die Mitverbrennung von Holzpellets in großen Kohlekraftwerken subventioniert. Die Bäume dafür werden tausende Kilometer entfernt gefällt. Wir fahren in den Südosten der USA, eine der waldreichsten Regionen des Landes. Hier sitzt Enviva, der weltweit größte Produzent von Holzpellets. In 10 Werken produziert Enviva fast ausschließlich für den Export. Vor allem nach Europa. Enviva sagt, man verwende dafür nur Restholz, das nicht anders verwertet werden kann, dünne Baumstämme, Äste und so weiter. Alles als nachhaltig zertifiziert. Und so sieht dieses angebliche Restholz aus.
LKW nach LKW fährt in die Werke, bringt jahrzehntealte Baumstämme, um daraus Pellets für Europa zu machen. Rita Frost von der NGO Dogwood Alliance setzt sich seit Jahren für den Erhalt der Wälder in den USA ein. Als die EU 2009 die rechtlichen Grundlagen für die erneuerbaren Energien geschaffen hat, gab es kaum Pelletwerke in den Südstaaten der USA. Heute gibt es 23 und wir produzieren und exportieren 10 Millionen Tonnen im Jahr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Menschen das hier unter erneuerbarer Energie vorstellen. Sie denken dabei bestimmt nicht an zerstörte Wälder im Süden der USA. Doch genau dazu führt das hier. Die Folgen des Energiehungers zeigen sich vor allem von oben. Die Landschaft ist durchzogen von Rodungsflächen, meistens Privatland. Enviva teilt uns dagegen mit, die Waldbestände in den genutzten Regionen seien in den letzten Jahren sogar gewachsen. Man verweist zum Beleg auf Studien. Andere Studien bezweifeln das allerdings. Fakt ist, in den nächsten 5 Jahren will Enviva seine Produktionskapazitäten verdoppeln und jährlich 13 Millionen Tonnen Holzpellets produzieren. Gigantische Geschäfte, auch um die EU zumindest auf dem Papier klimaneutral zu machen. Die EU-Kommission verweist auf Anfrage auf ihre Nachhaltigkeitsrichtlinien, die sicherstellen sollten, dass die Nutzung von Holz effizient ist und zu hohen Treibhausgaseinsparungen führt. Immerhin wird aktuell über schärfere Kriterien für den Einsatz von Waldholz als Energieträger diskutiert. Doch Kritiker sind skeptisch, denn der Ausbau der Holznutzung soll trotzdem weitergehen. Der Wald könnte ein wichtiger Verbündeter sein im Kampf gegen den Klimawandel. Könnte, wenn man ihn denn ließe.